Mich treibt an in meinem Job als Aufräumexpertin, dass ich das Gefühl habe, ich kann einen kleinen Unterschied machen, ein bisschen dazu anregen, den eigenen Konsum, das eigene Konsumverhalten zu überdenken und sich eigentlich zu fragen, was sind die Dinge, die mich wirklich glücklich machen. Also ich bin schockiert, wie viel das ist. Die Herausforderung bei der Küche von Karima und Alex ist tatsächlich, dass der Stauraum wirklich sehr, sehr überschaubar ist. Die Küche ist auch ein Fehlkauf, definitiv, würde ich im Nachhinein sagen. Wir haben es so ein bisschen schnell geplant. Küche ist tatsächlich eines meiner häufigsten Projekte oder Projektanfragen, weil in Küchen das Frustpotenzial häufig auch sehr, sehr groß ist. Wir haben wirklich so viele verschiedene Gewürze. Also wir haben sogar alleine Paprika, haben wir irgendwie 4 verschiedene Sorten. Ich bin Sabine, ich bin Aufräumexpertin und mein heutiges Projekt führt mich zu Karima und Alex in die Küche. Die beiden haben eine, wie sie sagen, nicht so gut geplante Küche und haben relativ wenig Stauraum und kochen tatsächlich aber sehr, sehr gerne mit ihren beiden Kindern dort und haben mich gerufen, um da ein bisschen besser den Stauraum, den vorhandenen, auszunutzen. Guten Morgen. Hallo ihr zwei. Komm rein. Herzlich willkommen. Vielen Dank, das ist aber super schön bei euch hier. Mein Name ist Karima, ich bin 33 Jahre alt. Ich habe einen Laden hier in Frankfurt für marokkanisches Interieur. Wir haben 2 Kinder, 6 und 10 Jahre alt. Ja, Mia und Zakaria, die Namen der Kinder. Und ich bin Alex, 34 Jahre alt. Aktuell bin ich selbstständiger IT-Berater im SAP-Umfeld. Und ja, nebenbei unterstütze ich noch meine Frau im Laden. Seid ihr bereit, die Küche heute anzugehen? Ja. Wir sind bereit. Ich habe ja gehört, die Küche ist bei euch ein ganz wichtiger Raum, Richtig, ja. ne, wo sich viel Familienleben abspielt und wo ihr einfach gerne ein bisschen mehr Struktur hättet wahrscheinlich. Richtig, ne? ja. Wir kochen sehr viel und deswegen Ja. wünschen wir uns ein bisschen mehr Ordnung. Heute steht so ein bisschen im Zeichen von, wir schauen mal, was ihr habt, eine Bestandsaufnahme, vielleicht habt ihr Sachen doppelt und dreifach. Manchmal wundert man sich dann auch, was eben sich, sage ich mal, hinten in einem Regal noch versteckt, was man gar nicht mehr wusste. Also es wird sicherlich der ein oder andere Schatz auch noch auftauchen. Wir freuen uns richtig, tatsächlich. Ja, wir sind gespannt und freuen uns, ja. Erschreckt euch nicht, wir werden wirklich einmal alles komplett ausräumen. Ich bin sehr gerne in meiner Küche tatsächlich und ich finde sie sehr schön, aber sie nervt mich auch. Also mich nervt es einfach, dass ich zum Beispiel, wenn ich den Gewürzschrank aufmache, wir haben ja sehr viele Gewürze, dass ich dann immer gefühlt den halben Schrank rausholen muss, bevor ich dann einfach mal ein Gewürz irgendwie finde. Wenn wir so Aufräumaktionen starten, haben wir immer Ordnung. Und es hält dann immer 2 Kocheinheiten und dann ist wieder alles verworfen. Würde ich sagen, legen wir los. Ja. So, wir können einfach irgendwo links unten anfangen, weil man ist häufig so, okay, wo fangen wir überhaupt an? Wollte ich gerade fragen, wo fangen wir an? Ja. Also klar, ich meine, wir sind zu dritt, wir können uns so ein bisschen aufteilen, dass wir uns nicht vor den Füßen stehen, aber dann können wir gerne sagen, du fängst in der einen Ecke an. Ja, meine Lieblingsecke. Ich wollte gerade sagen, das ist sowieso deine Lieblingsecke. Sowieso meine Lieblingsecke, genau. Genau, also da müssen wir dann auch eben gucken, wie wir die schöne Tür wieder freilegen. Du hast ja auch erzählt, da stand früher nur mal eine Pflanze. Richtig, ja. Unsere Küche war ein absoluter Fehlkauf. Wir mussten damals schnell eine Küche besorgen. Und im Nachhinein hat sich das einfach als, ja, ein bisschen Fehler herausgestellt, weil einfach die Ecken nicht effektiv genutzt sind. Also wir hatten zwischendurch mal noch einen riesigen Schrank dahingestellt, aber dann war sie sehr erdrückt. Ich erhoffe mir heute, dass wir diesen Fehlkauf irgendwie ausgleichen können. Ich würde jetzt mal anfangen, die Decke auszubreiten. Die Klappkisten können wir schon mal holen. Das klappt Könnt ihr super schon mit mal der mit? Dankeschön. Genau. Haben bei mir schon viel mitgemacht. So. Es macht tatsächlich nicht nur in der Küche, sondern eigentlich bei fast allen Projekten, die man im Haus angeht, macht es Sinn, alles einmal auszuräumen. Das erscheint erstmal als komplett ja, unsinnig, aber es ist nötig, dass man wirklich jedes Teil einmal in die Hand nimmt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man eben aus allen Ecken die Dinge rausholt, um eben auch festzustellen, man hat im Zweifel 2, 3 Exemplare, zum Beispiel von einem Dosenöffner habe ich schon in den Küchen mehrere Exemplare gefunden, was Quatsch ist. Man muss einmal Tabula Rasa machen, um dann einen Neustart in den
eigenen vier Wänden, in der eigenen Küche, im eigenen Kleiderschrank zu wagen. Und dafür ist es notwendig, alles einmal auszuräumen. Die sehe ich auch so häufig. Nutzt ihr die wirklich? Ja. Sind die gut? Okay. Ja, sie schützen halt die Banane vor zerquetschendem Schulranz. Ja, okay, gut. Das möchte man natürlich nicht. Bist du hier der Eintracht-Fan, oder? Nee, mein Sohn tatsächlich. Okay. Der einzige Eintracht-Fan. Ehrlich? Ach, verrückt. Ja, mit dem Opa zusammen. Okay. So ein Deckel. Das war jetzt die erste Küche, die wir gekauft haben, oder? Ja, sonst waren die Küchen immer schon in den Wohnungen drin, ja. Vor allem, ich glaube, wir hatten damals auch noch nicht so den Fokus auf das Kochen wie jetzt. Kochen spielt eine sehr große Rolle bei uns. Ich habe 2018 mich mehr mit der Ernährung beschäftigt und in diesen Fitness-Lifestyle wieder reingefunden. Und dadurch meine Blutdrucktabletten konnte ich dann komplett weglassen. Also die musste ich, seit ich 14 bin, habe ich die genommen. Und dadurch, dass ich mich gesünder ernährt habe, mehr Sport gemacht habe, mehr selber gekocht habe, konnte ich dann halt die Tabletten komplett weglassen. Und das Öl bringst du immer aus Marokko mit oder dein Onkel? Oder wie? Das habe ich jetzt selbst mitgebracht. Ach ja. Das muss ich leider in diesen unschönen Plastikflaschen transportieren, weil es dann weniger kaputt geht. Also ich packe das ja dann in den Koffer mit und dann versuche ich das immer hier ein bisschen schöner in Glasflaschen umzufüllen. Ja. Und was ist das Besondere an dem Öl? Also hat das eine andere Qualität einfach, weil es per Ja, es ist handgepresst und wir kennen halt den Olivenölhersteller. Ja. Das ist in so einem Nebenort. Wie oft fliegst du nach Marokko? So 2-mal im Jahr. Okay. Einmal geschäftlich und einmal um die Familie zu besuchen. Also ich kaufe in Marokko Interieur ein. Ich arbeite mit mehreren Frauenkooperativen zusammen und lasse von anderen Manufakturen Interieur herstellen. Ich habe ja hier einen Laden in Frankfurt und habe sehr, sehr lange daran geplant, weil mir so fairer Handel sehr wichtig ist. Ich habe sehr viele Vintage-Produkte so zum Thema Nachhaltigkeit. Müssen wir eigentlich diesen hier auch ausräumen? Eigentlich ja. Ja? Ich meine, was ist da links in dem... Da sind die Putzlappen, die Geschirrtücher, die sauberen. Und dahinter ist eine Kaffeemaschine. Ach stimmt, noch eine. Aha, auf jeden Fall ausräumen. Ja, komm. also. Du hast dir die Antwort schon selber gegeben. Okay. Oh mein Gott, also ich bin schockiert, wie viel das ist. Ja, ist schon sehr, sehr viel. Hättet ihr das erwartet? Nee. Der Therapieberg ist tatsächlich in allen Projekten sehr, sehr wichtig. Eben dieses einmal alles ausräumen, einmal alles anhäufen und wirklich auf einer freien Fläche die Menge der Dinge zu sehen, die man selber besitzt, um auch ein bisschen eine Art Schocktherapie zu machen. Guck mal, wie viele Konserven ihr habt. Das ist mir zum Beispiel eben auch aufgefallen. Klar, kann man auch haben und Bohnen und so weiter. Und es ist jetzt verschiedene Sachen auch. Aber es ist halt auch die Frage, braucht ihr so viel auf Vorrat? Bohnen? Ja. Ja? Ja. Okay. Dadurch, dass er ja sich so nährstoffdeckend ernährt. Klar, da sind Hülsenfrüchte natürlich super wichtig, ne? Ja, ist Veganer, definitiv. Klar. Wir haben einen großen Vorratsbehälter für rote Linsen, der leer ist. Ja. Aber die verpackten Linsen lagen praktisch da drauf. Was auch sinnvoll wäre, wäre ja schon mit den Behältern in so einen Unverpacktladen zu gehen oder an diese Theken. Natürlich, das wäre die Kür. Dann schauen wir noch mal durch, ob die alle noch in Ordnung sind. Kriegt jetzt bestimmt einen Schock. Hallo! Und? Hast du erwartet, dass ihr so viele Sachen in der Küche habt? Oh Gott, wir haben dich jetzt ein bisschen überfallen, ne? So, wir schauen erstmal bei den Tüten, wie viele Tüten ihr braucht hier. Es ist häufig tatsächlich erschreckend, wie viele Tüten und Taschen sich nicht nur in Küchen, sondern in Haushalten befinden, in denen ich unterwegs bin. Auch da versuche ich meine KundInnen dazu anzuregen, zu reduzieren, weil auch da braucht man keine 30, 40, 50 Taschen und Tüten.
Aber ich gebe schon zu, also von schönen Tüten trenne ich mich nicht so gerne. Komm noch. Aha. Ja, gut. Sehr gut. Wenn es leer ist, kannst du es auch direkt Es wegschmeißen. ist nicht ganz leer. Also die Mama ist ein bisschen strenger bei der Ordnung, aber der Papa, der sagt auch manchmal, dass ich dann aufräumen soll. Das ist einfach 2016 abgelaufen. Wow. Es ist noch okay Es ist eigentlich okay. Das ja. ist halt, da tue ich mich halt schon schwer, weil Das ist 6 Jahre, so ja, wenig so alt wie mein benutzt. Sohn. Ja, Eigentlich schon so, dass deine Kakaobutter so alles wieder Finde den Fehler. Die sind halt wirklich ganz... Ja, also die passen perfekt, ja.